Ja, am Anfang war ich überzeugt, wenn ich jeden Tag dieses Stimulationsgerät für den Vagusnerv benutze und zusätzlich noch eine Atemübung mache, dann wird sich was verändern. Schließlich war das mehr, als ich vorher gemacht habe. Aber bei mir hat das so nicht funktioniert. Und da war ich ehrlich gesagt nach ein paar Wochen ganz schön enttäuscht. Erst später habe ich verstanden, worauf es beim Nervensystem wirklich ankommt. Und das war ganz anders, als ich am Anfang gedacht hatte. Ja, und dann gab es noch einen Moment beim Friseur, der mir ganz überraschend gezeigt hat, dass sich doch was verändert hat. Und davon möchte ich euch später unbedingt noch erzählen. Am Anfang, das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her, da hatte ich einen ziemlich einfachen Plan. Ich wollte einfach jeden Abend was für mein Nervensystem tun, ein paar Minuten mit dem Gerät und dazu eine Atemübung. Und ich dachte, wenn ich das regelmäßig mache, dann wird sich mein Nervensystem schon beruhigen. Aber wie gesagt, es kam alles ganz anders. Das fing schon mit dem Atmen an. Ich konnte am Anfang nämlich gar nicht tief einatmen. Sobald ich versucht habe, tiefer zu atmen, musste ich sofort husten. Und das hat mich ganz schön überrascht, denn mir war das vorher gar nicht bewusst, dass mein Atem so eingeschränkt war. Das habe ich gar nicht gemerkt. 4 Sekunden einatmen, wie es zum Beispiel bei der 4-7-8-Atmung üblich ist, das war für mich am Anfang überhaupt nicht machbar. Das war nicht realistisch. Ich kam höchstens auf 3 Sekunden. Mehr ging da einfach nicht. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie flach meine Atmung eigentlich war. Das saß alles nur hier oben. Irgendwann bekam ich dann zum Glück den Hinweis, mal die Wim Hof Atmung auszuprobieren, einfach als allgemeine Unterstützung für das Nervensystem. Und dabei atmet man sehr tief ein, viel tiefer, als ich das vorher überhaupt gewohnt war. Und mit der Zeit merkte ich dann, dass mir das Einatmen immer besser gelingt. Und nach konnte ich viel besser in den Bauch atmen. Und die 4 Sekunden, die waren dann auch irgendwann kein Problem mehr. Und auch der Husten wurde mit der Zeit deutlich weniger, den ich durch das Atmen bekam. Ich hatte ja sonst gar keinen Husten, immer nur dann. Und das war natürlich eine Veränderung für mich und das hat mich auch überrascht. Und was anderes habe ich erst viel später verstanden. Das Nervensystem reagiert nicht besonders gut auf eine einzelne Übung am Tag. Entscheidend ist eher, es über den ganzen Tag im Blick zu haben und je nach Situation zu unterstützen. Und inzwischen versuche ich, mein Nervensystem so ein bisschen im Blick zu haben, eher wie so ein Partner durch den Tag zu begleiten, so würde ich das vielleicht mal beschreiben. Und das bedeutet nicht, dass ich ständig Übungen mache oder ein festes Programm habe oder so. Viel wichtiger war für mich erst einmal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wann das Nervensystem Unterstützung braucht. Und über die Zeit habe ich dann viele kleine Dinge kennengelernt, die in solchen Momenten dann eben auch helfen können. Und einige dieser Impulse, die habe ich übrigens im Mitgliederbereich von Vital Generation kennengelernt. Zum Beispiel eine kleine Übung, die ich inzwischen oft nutze, wenn mein Kiefer angespannt ist oder fest ist, wenn man hier so fest sitzt. Die sogenannten Froschbacken sind das, die habe ich auch aus dem Mitgliederbereich. Hier mal ein Bild von mir. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt aus, aber mir hilft das tatsächlich, den Kiefer zu entspannen. Und solche kleinen Dinge, die können im Alltag schon einen Unterschied machen. Und ja, in diesem Mitgliederbereich, da gibt es viele Ideen und Übungen, Anregungen, die ich da schon entdeckt habe, rund um das Nervensystem und Stressregulation. Und diesen Bereich, den kann man 14 Tage lang kostenlos testen. Und wenn man sich dann entscheidet, dabei zu bleiben, dann kann man noch meinen Code nutzen, FIPRO10. Da gibt es dann nämlich nochmal 10% Rabatt, falls du länger dabei bleiben möchtest. Ein weiterer Punkt, der für mein Nervensystem eine große Rolle spielt, das ist Bewegung. Und damit meine ich jetzt aber nicht Sport oder sowas im klassischen Sinne. Es geht also nicht darum, jeden Tag zu joggen, auch wenn ich das oft mache, aber darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, so ein Riesenprogramm zu haben, sondern Bewegung ist eher als wichtiges Ventil anzusehen, und zwar als Ventil für Stress. Denn unser Körper ist eigentlich dafür gemacht, dass auf Stress auch Bewegung folgt. Früher bedeutete nämlich Alarm meistens handeln, kämpfen oder flüchten.
ja, der sogenannte Säbelzahntiger. Und heute haben wir zwar oft Stress, aber wir bleiben oft sitzen. Und genau das kann dazu führen, dass Spannung im Körper einfach ja, im System stehen bleibt. Und wenn dich das genauer interessiert, dann schau doch einfach mal in dieses Video rein. Da erkläre ich, warum viele Menschen nach ganz normalen Dingen plötzlich so erschöpft sind. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang. Ja, und noch einmal, es geht jetzt nicht darum, möglichst viel Bewegung zu machen. Das können ja viele Menschen mit chronischen Beschwerden gar nicht leisten. Das reicht oft schon, Bewegung gezielt, wie gesagt, als kleines Ventil für Stress zu nutzen. Das kann ein Spaziergang sein, ein paar Dehnübungen oder einfach zwischendurch den Körper mal bewusst bewegen. Denn auch kleine Bewegungen können hier schon hilfreich sein. Und bei mir ist das übrigens auch nicht jeden Tag gleich. Es gibt Phasen, da gehe ich mittags spazieren und dann gibt es Zeiten, da schaffe ich das überhaupt nicht. Aber allein zu verstehen, dass Bewegung meinem Nervensystem helfen kann, das hat meine Sicht auf viele Situationen verändert. Ich gehe da einfach jetzt anders ran an diesen Punkt Bewegung. Ja, Veränderungen zeigen sich auch nicht nur bei Bewegung. Mir ist irgendwann nämlich noch was anderes aufgefallen. Es gibt Situationen, die mich früher sofort unter Stress gesetzt hätten und mit denen ich heute deutlich ruhiger umgehen kann. Ein Beispiel ist kürzlich eine Zeit gewesen, in der ich für ein paar Wochen in einem Büro ausgeholfen habe, hier in der Region. Und in diesem Raum, da stand ein großer Bürodrucker, den alle im Haus genutzt haben. Der lief ziemlich häufig und auch ziemlich laut. Und da war ich am Anfang, ehrlich gesagt, ganz schön skeptisch, ob ich das überhaupt aushalten würde. Denn solche Geräusche, die haben mich früher total überfordert. Aber nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass ich so konzentriert gearbeitet habe, dass ich den Drucker nur noch am Rande wahrgenommen habe. Und das hat mich selbst natürlich total überrascht, denn dieser Drucker, der war deutlich lauter als der kleine Drucker, den ich zu Hause stehen habe. Und trotzdem konnte ich damit arbeiten, ohne dass mein Nervensystem sofort in Alarm gegangen ist. Ja, das muss man sich natürlich dann auch mal bewusst machen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und dann gab es noch ein anderes Erlebnis, das hat mich fast noch mehr überrascht, denn früher konnte ich kaum Ohrstecker tragen. Schon nach kurzer Zeit haben die sich dann irgendwie unangenehm angefühlt und ich wollte es am liebsten sofort wieder rausnehmen. Aber jetzt habe ich irgendwann gemerkt, dass ich Ohrstecker inzwischen viel länger tragen kann, ohne dass sie mich stören. Und vor einiger Zeit ist dann was passiert, das ganz neu war. Ich bin nämlich mit Ohrsteckern eingeschlafen. Und das wäre früher für mich völlig undenkbar gewesen. Schon das Liegen auf den Ohrsteckern, das hat Schmerzen verursacht. Ja, und wahrscheinlich hat mein Nervensystem diesen kleinen Reiz früher die ganze Zeit registriert und heute scheint es damit deutlich entspannter umgehen zu können. Denn ich habe am nächsten Morgen noch nicht mal gemerkt, dass ich die Ohrstecker überhaupt noch drin hatte. Und für mich ist das eine ziemlich große Veränderung, also weil es hat Ewigkeiten nicht gegeben. Ich konnte damit nicht schlafen, das ging einfach nicht. Ja, und dann gab es vor kurzem noch einen Moment beim Friseur, der mir plötzlich sehr deutlich gezeigt hat, wie sehr sich in meinem Nervensystem tatsächlich was verändert hat. Und davon möchte ich dir gleich noch erzählen. Aber vorher noch eine andere Sache, die ich auch spannend finde. Denn irgendwann wollte ich nämlich mal wissen, ob sich diese Veränderungen eigentlich auch messen lassen. Und deshalb habe ich vor einiger Zeit eine HRV-Messung machen lassen. HRV steht für Herzratenvariabilität, schwieriges Wort. Damit kann man unter anderem sehen, wie flexibel das Nervensystem zwischen Anspannung und Entspannung wechseln kann. Und besonders interessant fand ich da den Vergleich zwischen dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, und ungefähr ein Jahr später. Und auch das hat mich wirklich überrascht. Wenn dich das interessiert, dann schau doch mal in dieses Video rein. Da zeige ich die Messung und ich erkläre genauer, wie sich mein Stresslevel in dieser Zeit verändert hat. Ja, bei dieser Messung, da wurde aber noch was anderes sichtbar. Es wurde nämlich auch verglichen, wie meine HRV in Ruhe ist und wie sie sich verändert, wenn der Vagusnerv mit diesem Gerät stimuliert wird. Und auch dieses Ergebnis fand ich wirklich interessant und da gehe ich im Video natürlich auch genauer drauf ein.
Ja, dieses Gerät nutze ich tatsächlich von Anfang an. Und zuerst habe ich es hauptsächlich abends benutzt, meistens direkt vorm Einschlafen. Inzwischen verwende ich es manchmal auch tagsüber, wenn ich merke, dass mein Stresslevel gerade steigt. Und wenn ich mir dann ein bisschen Zeit nehme, dann merke ich oft, dass mein Körper wieder ruhiger wird davon. Und wenn dich das interessiert, das Gerät stammt von Vital Generation und über meinen Link in der Videobeschreibung kannst du es dir genauer anschauen. Und auch hier mit dem Code FIPRO10 bekommst du 10% Rabatt. Ja, jetzt die Sache mit dem Friseur. Denn noch deutlicher als jede Messung zeigen mir manchmal ganz kleine Alltagssituationen, habe ich ja bis zwischendurch auch schon von erzählt. Da sehe ich dann doch, wie sehr sich was verändert hat. Und genau so ein Moment ist mir vor kurzem beim Friseur passiert. Ich lag dort in so einem Waschstuhl und da musste was einwirken für 10 Minuten. Und für diese Waschstühle, da gibt es bei meinem Friseur einen kleinen separaten Raum. Da ist man komplett getrennt von dem restlichen Salon und da lief im Hintergrund leise Entspannungsmusik, die ich total angenehm fand in dem Moment und ich war da auch ganz allein. Ja, und die Zeit und diese Situation, die wollte ich dann für mein Nervensystem nutzen und da fing ich einfach an mit tiefer Bauchatmung. Ja, und gegen Ende dieser Zeit, da habe ich plötzlich gemerkt, da ist eine Ruhe in meinem Körper, die ich so schon gar nicht mehr kannte. Also das hat mich so überrascht. Und das war ja nicht so, dass ich bewusst versucht habe, mich zu entspannen. Ich habe da einfach nur so gelegen und dachte, ach, jetzt machst du mal die Atmung. Aber mein Körper, der war einfach so ruhig, wie ich es wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt habe. Und für mich war dieser Moment beim Friseur was ganz Besonderes, denn er hat mir deutlich gezeigt, dass sich in meinem Nervensystem tatsächlich was verändert hat. Und diese Veränderung, die ist bei mir nicht durch eine einzelne Sache entstanden, denn über die Zeit sind viele kleine Dinge zusammengekommen, die ich natürlich nicht alle immer mache, aber ich suche mir da immer was aus. Manchmal ist das auch phasenweise, da gehören natürlich die Atemübungen dazu, Bewegung gehört dazu, Kälteanwendungen waren das auch schon bei mir. Das bewusste Unterstützen einfach meines Nervensystems im Alltag, wie zum Beispiel auch eine Zwerchfellmassage, mache ich auch immer mal, je nachdem, in welcher Verfassung ich bin. Und übrigens ist das auch ein Tipp aus dem Mitgliederbereich gewesen. Ja, und natürlich auch die Stimulation des Vagusnervs mit dem Gerät. Vieles davon hat sich bei mir Schritt für Schritt entwickelt. Und manchmal merkt man das eben auch erst später, dass der Körper plötzlich anders reagiert als früher. Und vielleicht hast du solche kleinen Veränderungen auch schon mal bemerkt. Dinge, die früher schwierig waren und heute ein kleines bisschen leichter sind. Und wenn du möchtest, dann schreib das gern mal in die Kommentare rein. Ja, und wenn du dich manchmal fragst, warum sich dein Körper schlecht anfühlt, obwohl Untersuchungen eigentlich unauffällig sind, dann schau mal in dieses Video rein. Denn da spreche ich darüber, warum Befunde und Körpergefühl manchmal nicht zusammenpassen.